Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Es ist Mittwoch und das bedeutet Quasselrunde. Aber das wird eine etwas andere Quasselrunde. Ja, weil wir haben uns gedacht, es gibt momentan so viele ernste Themen, uns fehlt ein bisschen Lachen. Genau, und darum haben wir mal gesagt, wir machen heute mal kein Deutschland-Bashing, ne? Sondern wir lachen heute mal über die USA. Viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Das Grundprinzip ist ganz einfach, ne? Ich erzähle einen Witz, Sie erzählt einen Witz, wer am meisten lacht, der hat leider verloren. Das ist so, aber wer ist denn von uns beiden ernster? Gott sei Dank ist das Spiel jetzt noch nicht losgegangen, weil sonst hätte ich direkt schon meinen ersten Strafpunkt. Denn Strafpunkt? Es gibt keine, es gibt Wohltätigkeitspunkte. Okay, dann hätte ich schon meinen ersten Punkt, dass ich gelacht hätte, meinen ersten Lacher. Ich glaube, du bist ernster als ich. Ich kann sehr ernst sein. Aber eigentlich bin ich ein lustiger Typ. Oh ja, absolut. Aber du lachst nicht wie über jeden Mist. Ich lache doch sogar, wenn jemand eine Torte ins Gesicht kriegt. Ja, das ist Oldschool-Humor. Wir gucken mal. Also wir haben uns vorgenommen, wir machen heute mal ein kleines Spiel. Sie liest einen Witz vor, ich lese einen Witz vor. Der nicht lacht, der kriegt auch keinen Punkt. Und der lacht, der kriegt einen Punkt. Und am Ende entscheiden wir dann, wer gewonnen hat. Und der Gewinner, der darf das Thema der nächsten Quasselrunde festlegen. Und ich sag mal so, wenn ich gewinne, dann wird wahrscheinlich über Peng Peng gesprochen. Oh, und wenn ich gewinne, dann wird wahrscheinlich über Bildung gesprochen. So, jetzt könnt ihr euch entscheiden, für wen ihr denn die Daumen drückt. Nein, man crosst ja hier die Finger, ne? Ach so, Daumen drücken kennt hier keiner. Willst du anfangen? Ich will anfangen. Ab jetzt zählt's. Okay, ab jetzt zählt. Wie nennt man intelligente Menschen in den USA? Touristen. Warum lacht sie? Ja, das ist so lustig jetzt. Den Witz habe ich übrigens auch. Das heißt, das deutet darauf hin, dass wir auf den gleichen Webseiten waren und die Witze rausgesucht haben. So, ich würde sagen 1-0. Ja. Ich mache mal weiter, ne? Ja. Der Lehrer deutet auf der Landkarte auf Amerika, dann fragt der Schüler, was ist das für ein Kontinent? Er ruft Max auf. Max antwortet, das ist Amerika. Der Lehrer sagt, richtig. Und wer hat Amerika entdeckt? Alle Schüler antworten, Max. Nice. Ah, nice. Nice. Das bleibt beim 1-0. Was ist denn das Nachbarland der USA? USB. Ich liebe das. Ja. Wir haben wirklich die gleichen Witze. Das wird ein sehr spannender Wettbewerb. Das ist schön, auch wenn du über deine eigenen Witze lachst. Ja, weil das so lustig ist. Ich würde sagen 2-0. Ja, okay. Mein Humor ist so schwarz, er wird in Amerika von Polizisten erschossen. Und sie hat mir vorher gesagt, ich darf solche Art von Witze nicht machen. War das ein Lacher? Nein. Okay. Ich würde sagen, das war ein Lacher. Okay. Hau ich mal in die gleiche Kerbe rein. Wie stehen die Mexikaner zu Trumps Mauer? Dahinter? Sie werden darüber hinwegkommen. Jeez. Ich glaube, das Spiel werde ich haushoch gewinnen. Nein, ich strenge mich jetzt mehr an. Ich strenge mich viel mehr an. Der Film Titanic, ne? Der kam in Amerika mehr an als das Schiff. Was grenzt an Dummheit? Kanada? Mexiko, Kanada. Ich bin fassungslos. Warum können Amerikaner keinen Schach spielen? I don't know. Weil sie keine Türme haben. Das ist böse. Ja. Ein Kanadier besucht Amerika und er wird von Fremden mit vorgehaltener Waffe festgehalten. Der Fremde sagt, gib mir dein ganzes Geld und ich lasse dich am Leben. Der Kanadier antwortet fröhlich, oh, Sie müssen das sein, was man Arzt nennt. Der Trick ist übrigens daran, wenn Tina erzählt, immer an Buc-ee's und Brisket denken. Und dann lachst du einfach auch nicht. Hast du schon wieder gelacht? So, der ist ein bisschen länger jetzt. Dann musst du dich ein bisschen konzentrieren. 3 Chinesen. Geht schon los? Bei 3 Chinesen schon? Wirklich? 3 Chinesen namens Chu, Hu und Fu wandern nach Amerika aus, um ihr Glück zu versuchen.
Chu nennt sich Chuck und eröffnet eine Wäscherei. Sehr erfolgreich. Hu nennt sich Huck und eröffnet einen $1-Laden. Sehr erfolgreich. Nur Fu casht enttäuscht nach China zurück. Das ist so doof. Das ist doof. Darum geht's. Oh Mann. Ich bin sehr ernst hier im Spiel. Ja, ich bin Amerikaner, ne? Und ich habe es total satt zu hören, dass Amerika das dümmste Land der Welt ist. Ich persönlich finde ja, dass Europa das dümmste Land der Welt ist. Ja. Okay, den lasse ich gelten. So, jetzt kommt ein Insider, ne, für die Techniker und passt auch zu Austin, Texas. Und warum, schreibt ihr mir in die Kommentare, warum das hier zu Austin, Texas passt. Bei Bauarbeiten an einer amerikanischen Computerfabrik hat ein Baumaschinenführer nicht aufgepasst. Es entstand ein Bagatellschaden. Ja, nice. Ich fand den gar nicht so schlecht. Schon gehört, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man mit Toten reden kann. Das ist ja super, oder? Und dumm ist nur die Antworten nicht. Jeez. Oh man. Warum ist der schiefe Turm von Pisa schief? I don't know. Der hatte bessere Reflexe als das World Trade Center. Das ist ein sehr einfaches Spiel hier. Paul reist in die USA nach Texas und nimmt an einem Rodeo teil. Von einem kleinen Tier, auf das er gesetzt wird, fällt er einfach so ab. Er erreicht mehr als... Nein, von keinem Tier. Entschuldigung, ich habe den Witz versaut. Ja, willkommen in meinem Leben. Den Lacher erzähle ich trotzdem. Darf ich trotzdem noch mal anfangen? Du kannst gerne den Witz Von noch mal keinem Tier, auf das er gesetzt wird, fällt er ab. Er erreicht mehr als die absolute Rekordpunktzahl. Fragt ihn ein Reporter, great, wo hast du das gelernt, Fremder? Paul, bei meiner Frau, sie hat seit 20 Jahren Schluck auf. Du bist überhaupt nicht lustig. Ich bin der Meister der Selbstbeherrschung. Muss man auf den sozialen Medien haben. Das ist Grundvoraussetzung, um hier so was zu posten. Was ist der höchste Rang einer amerikanischen Ente? I don't know. Präsidente. Ich fand den gar nicht so schlecht. Bei uns in Oklahoma hat man bei Ausgrabungen ganz alte Drähte gefunden. Das beweist, dass man schon seit über 2000 Jahren telefonieren konnte, erzählt ein Amerikaner ganz stolz. Darauf der Russe, bei uns hat man bei Ausgrabungen gemacht und gar nichts gefunden. Das beweist eindeutig, dass man bei uns schon seit 2000 Jahren Handys hatte. Nein? Nein? Ach. Du liest übrigens genau so, wie deutsche Filme sind, ne? Ja. Das ist so deutsches Schauspielniveau. Ja, ich kann halt nicht schauspielen. Brauche ich auch gar nicht. Oh man. Okay. Warum dauerte es nach Asterix in Amerika ganze 12 Jahre bis zum nächsten Film? I don't know. Weil der Obelix sich noch vom Armdrücken mit Chuck Norris erholen musste. Oh. Chuck Norris-Witze gehen eigentlich immer. Mami, 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 ich will nicht nach Amerika. Halt's Maul und schwimm weiter. Den habe ich auch. Und der kommt sogar als nächstes. Besucht ein amerikanischer Bauer einen deutschen Bauern. Die beiden gehen in den Schweinestall. Sagt der Ami, immer wir in den USA, doppelt so groß, doppelt so schwer die Tiere hier. Der deutsche Bauer ist schon so genervt, so eine Krawatte schon. Ne? Danach gehen die beiden in den Rinderstall. Ne? Sagt der Ami wieder, boah, wir in den USA, wir haben doppelt so groß, doppelt so schwere Tiere. Ne? Deutsche Bauer immer noch so eine Krawatte. Ne? Auf dem Feld stehen seine Esel. Ne? Und dann nimmt er einen Stock und schreit, verdammte Kaninchen, fressen den ganzen Rasen weg. Warte, ich habe auch einen, der da reingeht. Warte, wo habe ich den denn? Den fand ich eigentlich lustig. Habe ich den gar nicht kopiert? Oh nein. Ihr seht, da gibt ein super Video. Wir sind einfach im Fluss hier und es ist lustig, ist unterhaltsam. Ist auch gar keine... Okay. Tina hält immer die Papiere in die Kamera, damit sie auch bloß ihr Gesicht verstecken kann. Das gilt übrigens nicht. Okay, pass auf. Ein Deutscher, ein Engländer und ein Ami treffen sich am Strand. Der Ami stellt sich vor, mein Name ist Jim, ich komme aus New York, bin Bäcker und habe 100 Angestellte. Der Engländer sagt, mein Name ist Bob, ich komme aus London und ich bin Glaser und habe 150 Angestellte. Der Deutsche sagt, ich heiße Fritz, komme aus Hamburg und meiner ist 48 Zentimeter lang.
Darauf gucken sich der Engländer und der Ami verdutzt an. Gut, sagt der Ami, ich will ja nicht übertreiben, ich habe nur 10 Angestellte. Sagt der Engländer, okay, ich habe halt nur 15 Angestellte. Sagt der Deutsche, na gut, dann will ich auch mal die Wahrheit sagen. Ich komme gar nicht aus Hamburg, ich komme aus Lübeck. Meine Güte. Oh Mann, ich habe wirklich nur Witze genommen, die ich so lustig finde. Ich glaube, das war ein Fehler. Du hast aber deine eigenen Witze. Ja, weil die so lustig sind. Oh man, also ich habe keinen Witz mehr. Du hast quasi alle meine Witze, du hast jetzt die Chance, Witze, die wir noch nicht hatten, hier rauszuhauen, um den Rückstand aufzuholen. Okay, einen habe ich noch. Ein Bayer erklärt einem Amerikaner, wenn man Glück hat, kann man auch sagen, dass man Schwein gehabt hat in Deutschland. Ein paar Tage später wird der Amerikaner auf einer Familienfeier seiner Freundin eingeladen. Da fragt ihn der Bruder, sag mal James, hast du eigentlich schon mit meiner Schwester geschlafen? So antwortet er, nein, das Schwein hatte ich noch nicht. Das wird nicht besser. Oh Mann, die anderen mag ich gar nicht vorlesen, weil die sind so toll. Ja, dann hau raus. Hast du da Notizen gemacht drauf? Hast du die umgeschrieben? Ja. Leute, jetzt mal unter uns 2 Gebetsbrüder. Ne? Hier, wir sind ja eigentlich immer sehr spontan, ne, was so Quasselrunden angeht. Ne? Und meine Frau macht sich eigentlich immer nur so ein paar Stichpunkte. Ne? Und das sieht jetzt so aus, als hätte sie sich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet auf diese Witze-Runde hier. Aber keine Chance. Nee. Hat mir nichts gebracht, hat mir absolut gar nichts gebracht. Ich gebe mich geschlagen. Sie gibt sich geschlagen, so, ja. Also wir sind am Ende, ich glaube, der Sieger steht eindeutig fest. Ne? Ja, ich habe gewonnen. Wir beide haben gewonnen. Wir beide haben gewonnen. Ach, du bist zuckersüß. Du bist zuckersüß. Ja, das war jetzt mal was anderes, oder? Bevor wir jetzt wieder... wir kriegen ja auch viele Kommentare. Ich habe heute noch einen Kommentar gekriegt, ja, ihr seid immer so negativ gegenüber Deutschland eingestellt und sowas. Darum haben wir gesagt, wir müssen mal ein bisschen was Lustiges machen, ne? Irgendwie... machen wir eine Witze-Runde. Ja, und ich finde, die Zeiten sind sowieso zurzeit ernst genug. Sind sie wirklich ernst genug? Die sind wirklich ernst genug. Ja. Und da finde ich, das Einzige, was hilft, ist Lachen. Lachen hilft immer? Mhm. Lachen hilft immer. Immer. Immer? Immer. Immer. Habe ich dich rausgebracht? Nee, hast mich nicht rausgebracht. Du bist gar nicht drin. Nee. Wo waren wir stehen geblieben? Lachen hilft immer. Lachen. Jetzt hat sie mich doch rausgebracht. Ja, wir sitzen hier in an unserem Esstisch bei dem super Ikea-Rundentisch und ich habe immer Angst, wenn ich mich hier drauf lehne, ob der abbricht. Ne? Das ist wirklich, ich dachte wirklich, Ikea hat die beste Qualität hier. Ja, haben sie eigentlich auch, was traurig genug ist, dass wir sagen müssen, dass Ikea die beste Qualität hier hat. Klar, du kriegst natürlich auch so Echtholzdinger, ne? Aber das können wir nicht bezahlen. Ne? Also wollen wir auch nicht bezahlen. Ne? Das ist so. Aber das hier ist unser Essbereich. Ihr seht, da hinten ist ein Kaktus. Ach ja, da. Den sieht man. Und eigentlich, wenn ihr hinten rausguckt, seht ihr das, was ihr immer seht, wenn wir draußen sitzen bei der Quasselrunde. Ne? Das ist, also hier ist der Weg zur Garage und da geht es eigentlich zu dem Tisch, wo wir draußen immer sitzen und da die Quasselrunde machen. Ja, so. Das war unser Spezial heute. Ja. Ein sehr kurzes Spezial, weil waren halt auch kurze Witze, ne? Ich hätte noch Hunderte raussuchen können, aber... Ich fürchte. Ich lache selber am meisten über meine eigenen Witze, ich weiß. Ja, ich habe ein bisschen nach Witzen gegoogelt, so, ne? Aber die meisten Witze, die aktuell sind, die beziehen den aktuellen Präsidenten ein. Ne? Und das finde ich, also ich weiß genau, dass wenn wir das bringen, dann wird YouTube das sehr stark einschränken, hier das Video. Und darum haben wir das nicht gemacht. Ne? Also wir haben so ein bisschen neutrale Witze. Vielleicht waren so ein paar bei, die nicht so neutral waren. Aber also uns hat es Spaß gemacht. Wir sind ja für jeden Quatsch zu haben. Ne? Mich würde gerne mal interessieren, wenn wir das nächste Mal draußen im Garten sitzen, ne, und quasseln. Dann ist das ja immer so, wir gehen raus und sagen, worüber quasseln wir denn heute? Und dann gucken wir in den Regeln, in den Nachrichten und stellen fest, okay, das ist ein gutes Thema, da können wir mal drüber reden. Oder wir reden über unsere Erlebnisse, die wir hier haben. Ne? Aber was interessiert euch denn? Worüber sollen wir reden? Und sagt bitte, 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 nicht Krankenkasse. Das ist übrigens was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft, ne? Aber ich habe ja auch einen TikTok-Kanal, Tina einen TikTok-Kanal, wir haben Instagram-Kanäle, ne? Also wir sind ja überall vertreten, ne? Mit ähnlichem Content. Ne? So, und ich habe ja letztens ein Short gemacht oder ein TikTok gemacht, wo ich so ein bisschen die Preise verglichen habe, ne? Zwischen deutschen Supermarkt und amerikanischen Supermarkt. So, und ist natürlich so, ne? Ich kann jetzt nicht jeden Supermarkt in den USA vergleichen und nicht jeden Supermarkt in Deutschland vergleichen. Ne? So, das Erste, was kam, war, ja, das ist ja nur bei dir so, aber bei allen anderen Supermärkten nicht. Okay, danke für diese Aussage, Horst. Das bringt hier keinem weiter. Ich meine, TikTok und Instagram sind ja auch nicht die Kanäle für tiefgreifende statistische Erhebungen. Ne? Das ist so. Aber ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Ne? Aber selbst bei dem Video, ne? Wenn euch die Argumente ausgehen, ne? Dann kommt,
Ja, aber dann guck mal auf deine Krankenkassenkosten oder was passiert, wenn du einen Gehirntumor hast. Ich denke so, alter Schwede, wie geht das? Wie kann man denn aus jedem Thema, was wir posten, das Krankenkassenthema rausholen? Was ist denn nicht richtig mit euch? Das ist echt total verrückt. Und ich meine, wir können halt nur von dem berichten, was wir hier erleben. Oder die Supermärkte, was du schon sagst. Natürlich gibt es zigtausende. Wir gehen halt in den einen. Und wir sind in Deutschland nur in den anderen gegangen. Was sollen wir denn anderes vergleichen? Ja, das ist also, ich glaube, die schnallen noch nicht, dass Amerika halt so groß ist, ne? Dass man einfach nur aus seinem Universum berichten kann. Ne? So, Absolut und richtig. bevor wir jetzt aber in eine neue Quasselrunde gehen, verabschieden wir uns von diesem sehr doch speziellen Video. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaltet auch ein, wenn es wieder am Wochenende heißt, das Leben in Texas. Tina war bestimmt wieder irgendwo einkaufen und hat gefilmt. Und ich gebe meinen ungefragten Senf dazu. Uns macht halt immer noch viel Spaß und die Community ist einfach mega. Weißt du, wir haben so einen kleinen Underground-Kanal, der ist ja nicht groß. Ne? Aber ich habe das Gefühl, dass ich mittlerweile alle auch persönlich kenne. Ne? Das ist so weil die schon so witzig. lange dabei sind, alle. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon lange hier. Ja, wir sind auch ganz schön alt geworden schon. Ach, bitte sag das nicht. Ja, aber wir sehen noch gut aus dabei. Ach, danke schön. Also, Ladies and Gentlemen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Bis bald. Ciao.